Lektion 1. Wie hast du heute deinen Tag begonnen? Hallo Anna, wie hast du heute deinen Tag begonnen? Ich habe heute den freien Tag mit einer Tasse Kaffee begonnen. Das ist eine beliebte Art, den Morgen zu beginnen. Ja, es hilft mir, mich wacher und konzentrierter zu fühlen. Hast du irgendwelche morgendlichen Rituale oder Routinen? Normalerweise nehme ich mir ein paar Minuten Zeit, um mich zu dehnen und tief zu atmen. Das ist eine großartige Möglichkeit, sich zu zentrieren, bevor der Tag beginnt. Es hilft mir, mich bodenständiger und bereit für den kommenden Tag zu fühlen. Gibt es konkrete Pläne oder Ziele für heute? Ich habe ein paar Arbeitsaufgaben zu erledigen und am Nachmittag ein Meeting. Es klingt nach einem anstrengenden Tag. Denken Sie daran, auch Pausen einzulegen. Ja, ich werde darauf achten, kurze Pausen einzulegen, um mich auszuruhen und zu entspannen. Das ist wichtig für die Aufrechterhaltung von Produktivität und Wohlbefinden. Ich stimme zu, Ausgewogenheit ist der Schlüssel. Ich wünsche dir einen erfolgreichen und produktiven Tag, Anna. Danke, John. Ich weiß das zu schätzen. Hab auch einen schönen Tag. Du bist willkommen, Anna. Mach's gut und hab einen wundervollen Tag. Lektion 2. Wie fühlst du dich heute? Hallo Anna, wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich hydratisiert und erfrischt. Das ist toll zu hören. Hast du genug Wasser getrunken? Ja, ich habe darauf geachtet, den ganzen Tag über viel Wasser zu trinken. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig für unser allgemeines Wohlbefinden. Ich stimme zu, es hilft mir, mich energiegeladener und konzentrierter zu fühlen. Irgendwelche Tipps, um hydratisiert zu bleiben? Ich habe immer eine Wasserflasche dabei und trinke häufig einen Schluck. Das ist eine gute Angewohnheit. Es ist leicht zu vergessen, genug Wasser zu trinken. Es erfordert etwas Übung, aber es wird mit der Zeit zur Selbstverständlichkeit. Bemerken Sie irgendwelche Vorteile, wenn Sie hydratisiert bleiben? Definitiv. Es verbessert meine Haut, meine Verdauung und meine allgemeine Gesundheit. Das ist wunderbar. Mach weiter so, Anna. Danke, John. Das werde ich. Hab einen schönen Tag. Du auch, Anna. Bleib hydratisiert und pass auf dich auf. Lektion 3. Integrieren Sie Bewegung in Ihren Alltag? Hallo Anna, integrierst du Bewegung in deinen Alltag? Ja, ich mache ungefähr 30 Minuten lang Sport. Das ist großartig. Welche Art von Übungen machst du normalerweise? Ich mag eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Wie findest du die Zeit, jeden Tag Sport zu treiben? Ich mache es zu einer Priorität und plane es in meinen Tag ein. Das ist ein kluger Ansatz. Konsistenz ist der Schlüssel. Es hilft mir, aktiv zu bleiben und meine Fitness aufrecht zu erhalten. Hast du irgendwelche Lieblingsübungen oder Workouts? Ich mag Joggen, Yoga und Körpergewichtsübungen. Das sind großartige Optionen, um fit und flexibel zu bleiben. Sie arbeiten gut für mich und motivieren mich. Wie fühlst du dich nach dem Training? Ich fühle mich voller Energie und erfrischt und bin bereit, den Tag in Angriff zu nehmen. Es ist erstaunlich, wie sich Bewegung so positiv auswirken kann. Absolut.
Es ist wichtig für das körperliche und geistige Wohlbefinden. Mach weiter so, Anna. Ihr Engagement ist inspirierend. Danke, John. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Du bist willkommen, Anna. Hab heute ein fantastisches Training. Danke, John. Du auch. Bleib aktiv und pass auf dich auf. Lektion 4. Hast du dich heute geschminkt? Hallo Anna, hast du dich heute geschminkt? Ja, ich habe mich heute Morgen geschminkt. Das ist großartig. Was für Make-up trägst du normalerweise? Normalerweise trage ich Foundation, Mascara und Lippenstift. Wie lange brauchst du normalerweise, um dich zu schminken? Ich brauche ungefähr 10 bis 15 Minuten, um mein Make-up zu machen. Haben Sie Lieblings-Make-up-Marken oder Produkte? Ich verwende gerne eine Mischung aus Drogerie- und High-End-Marken. Es ist schön, Optionen zu haben und herauszufinden, was für Sie funktioniert. Ja, es geht nur um persönliche Vorlieben und darum, was mich selbstbewusst macht. Hast du irgendwelche Make-up-Tipps oder Tricks? Ich achte immer darauf, meine Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, bevor ich Make-up auftrage. Das ist ein guter Tipp. Hautpflege ist wichtig für eine reibungslose Anwendung. Absolut. Es hilft meinem Make-up, natürlicher auszusehen und länger zu halten. Du siehst immer toll aus, Anna. Dein Make-up steht dir gut. Danke, John. Ich schätze deine freundlichen Worte. Du bist willkommen, Anna. Hab einen wundervollen Tag mit deinem Make-up. Danke, John. Du auch. Mach's gut und hab einen schönen Tag. Du auch, Anna. Bleib schön und selbstbewusst. Lektion 5. Was hattest du heute zum Frühstück? Hallo Anna, was hattest du heute zum Frühstück? Ich hatte ein leichtes Frühstück mit Haferflocken mit Früchten. Das klingt gesund und nahrhaft. Ja, es gibt mir Energie, um den Tag zu beginnen. Isst du normalerweise ein leichtes Frühstück? Ja, ich beginne meinen Tag lieber mit etwas Leichtem. Hast du versucht, Eier zum Frühstück zu essen? Ja, manchmal esse ich Rührei mit Toast. Eier sind eine gute Proteinquelle. Sie sorgen dafür, dass ich mich satt und zufrieden fühle. Haferflocken und Eier sind beide großartige Frühstücksoptionen. Sie sorgen für ein ausgewogenes Nährstoffgleichgewicht. Fügen Sie Ihrem Haferbrei irgendwelche Toppings hinzu? Ich füge gerne eine Prise Zimt und einen Spritzer Honig hinzu. Das klingt köstlich. Ich werde es irgendwann versuchen müssen. Es verleiht den Haferflocken etwas Geschmack und Süße. Danke, dass du deine Frühstücksauswahl geteilt hast, Anna. Du bist willkommen, John. Hab einen schönen Tag. Du auch, Anna. Genieß dein Frühstück und pass auf dich auf. Lektion 6. Was packst du normalerweise zum Mittagessen ein? Hallo Anna, was packst du normalerweise zum Mittagessen ein? Ich packe schnell einen Salat oder ein Sandwich für mein Mittagessen ein. Das ist eine bequeme und gesunde Wahl. Ja, es ermöglicht mir, unterwegs eine ausgewogene Mahlzeit zu mir zu nehmen. Was für Salate machst du?
Ich mische gerne Gemüse mit Gemüse und füge etwas Protein wie Hühnchen oder Bohnen hinzu. Das klingt erfrischend und sättigend. Es macht mich den ganzen Tag über zufrieden. Und was ist mit Sandwiches? Normalerweise esse ich Vollkornbrot mit magerem Fleisch und Gemüse. Einfach und lecker. Habt ihr Lieblingsdressings oder Aufstriche? Ich verwende gerne Vinaigrettes oder Hummus als gesündere Alternative. Das ist eine gute Möglichkeit, Geschmack ohne zu viele Kalorien hinzuzufügen. Genau. Es geht nur darum, ein Gleichgewicht zu finden. Habt ihr Tipps für schnelles und einfaches Lunchbacken? Die Zubereitung der Zutaten im Voraus und die Verwendung von wiederverwendbaren Behältern helfen sehr. Das ist ein intelligenter Ansatz, um Zeit zu sparen und Abfall zu reduzieren. Es ist praktisch für geschäftige Tage. Nun, deine Lunchpakete klingen köstlich und nahrhaft. Danke, John. Ich weiß das zu schätzen. Du bist willkommen, Anna. Genießen Sie Ihr Mittagessen und haben Sie einen schönen Tag. Danke, John. Du auch. Pass auf dich auf. Lektion 7. Wie pendelst du normalerweise zur Arbeit? Hallo Anna, wie pendelst du normalerweise zur Arbeit? Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es dauert ungefähr 20 Minuten. Das ist eine gesunde und umweltfreundliche Art zu reisen. Ja, es ist sowohl praktisch als auch unterhaltsam. Stehen Sie vor Herausforderungen, wenn Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Manchmal muss ich durch den Verkehr navigieren, aber insgesamt ist es eine reibungslose Fahrt. Haben Sie irgendwelche Vorteile bemerkt, wenn Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Es hilft mir, aktiv zu bleiben und spart Geld für den Transport. Das ist großartig. Das ist eine Win-Win-Situation. Außerdem ist es eine erfrischende Art, den Arbeitstag zu beginnen und zu beenden. Hast du Tipps, wie du mit dem Fahrrad sicher arbeiten kannst? Das Tragen eines Helms, die Einhaltung der Verkehrsregeln und reflektierende Ausrüstung sind wichtig. Sicherheit sollte immer Priorität haben. Absolut, es ist entscheidend, wenn Sie in der Stadt Fahrrad fahren. Nun, es ist lobenswert, dass Sie das Radfahren als Arbeitsweg wählen. Danke, John. Ich genieße es sehr. Du bist willkommen, Anna. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Radtour zur Arbeit und einen produktiven Tag. Danke, John. Du auch. Pass auf dich auf. Lektion 8. Was machst du als erstes, wenn du zur Arbeit gehst? Hallo Anna, was machst du als erstes, wenn du zur Arbeit gehst? Ich mag es, zuerst E-Mails nachzuholen. Das ist eine gute Möglichkeit, organisiert und informiert zu bleiben. Ja, es hilft mir, meine Aufgaben für den Tag zu priorisieren. Wie verwalten Sie Ihren E-Mail-Posteingang effizient? Ich versuche, auf dringende E-Mails sofort zu antworten und andere für später zu kategorisieren. Irgendwelche Tipps, um den Überblick über E-Mails zu behalten? Es kann hilfreich sein, feste Zeiten für das Überprüfen und Beantworten von E-Mails festzulegen. Das ist ein kluger Ansatz, um ständige Ablenkungen zu vermeiden. Dadurch kann ich mich auch auf andere wichtige Arbeiten konzentrieren. Haben Sie Strategien für die Verwaltung eines großen E-Mail-Volumens? Ich verwende Filter und Ordner, um meine E-Mails zu organisieren und zu sortieren. Das ist eine gute Möglichkeit, die Dinge zu organisieren und leicht zugänglich zu halten. Ja, das spart Zeit und verhindert, dass wichtige E-Mails verloren gehen.
Nun, es hört sich so an, als hätten Sie ein gutes System für die E-Mail-Verwaltung eingerichtet. Danke, John. Das hilft mir, produktiv zu bleiben. Du bist willkommen, Anna. Hab einen produktiven Arbeitstag. Danke, John. Du auch. Pass auf dich auf. Lektion 9. Was machst du als nächstes, nachdem du deine E-Mails gecheckt hast? Hallo Anna, was machst du als nächstes, nachdem du deine E-Mails gecheckt hast? Ich schaue in meinem Kalender nach, welche Termine ich habe. Das ist eine gute Möglichkeit, Ihren Tag zu planen und organisiert zu bleiben. Ja, es hilft mir, Zeit für verschiedene Aufgaben zuzuweisen. Wie priorisieren Sie Ihre Besprechungen? Normalerweise priorisiere ich Besprechungen nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit. Haben Sie Strategien für die Vorbereitung von Besprechungen? Ich stelle sicher, dass ich alle relevanten Materialien oder Notizen vorher überprüfe. Das ist ein proaktiver Ansatz, um gut vorbereitet zu sein. Es hilft mir, aktiv an den Treffen teilzunehmen und meinen Beitrag zu leisten. Irgendwelche Tipps für die Verwaltung von aufeinanderfolgenden Besprechungen? Es ist wichtig, zwischen den Besprechungen kurze Pausen einzulegen und konzentriert zu bleiben. Das ist ein guter Weg, um Burnout zu vermeiden und die Produktivität aufrechtzuerhalten. Ja, es ermöglicht mir, engagiert und aufmerksam zu bleiben. Nun, es hört sich so an, als ob Sie eine gute Routine für die Verwaltung Ihrer Besprechungen haben. Danke, John. Das hilft mir, organisiert und effizient zu bleiben. Du bist willkommen, Anna. Haben Sie einen erfolgreichen Tag mit Ihren Treffen. Danke, John. Du auch. Pass auf dich auf. Lektion 10. Hast du irgendwelche Tipps, um den Verkehr auf dem Weg zur Arbeit zu vermeiden? Hallo Anna, hast du Tipps, wie du beim Pendeln den Verkehr vermeiden kannst? Normalerweise komme ich früh an und gehe etwas früher. Das ist eine kluge Strategie. Wie hilft es dir? Es hilft mir, den Verkehr zu umgehen und eine ruhigere Fahrt zu haben. Haben Sie bestimmte Zeiten, zu denen Sie die Arbeit verlassen? Ich versuche kurz vor Beginn der Hauptverkehrszeit aufzubrechen. Das ist ein guter Weg, um die Hauptverkehrsstaus zu vermeiden. Ja, das spart mir Zeit und reduziert den Stress auf der Straße. Finden Sie es auch in anderer Hinsicht vorteilhaft, früh anzukommen? Ja, das gibt mir etwas mehr Zeit, um mich einzuleben und mich auf den Tag vorzubereiten. Es ist immer schön, ein paar Momente der Ruhe zu haben, bevor die Arbeit beginnt. Auf jeden Fall hilft es mir, den Tag ruhig und konzentriert zu beginnen. Nun, Ihr Ansatz, dem Verkehr zu trotzen, scheint effektiv zu sein. Danke, John. Es funktioniert gut für mich. Du bist willkommen, Anna. Haben Sie einen reibungslosen Pendelverkehr und einen produktiven Tag. Danke, John. Du auch. Pass auf dich auf. Lektion 11. Was machst du normalerweise auf dem Heimweg von der Arbeit? Hallo Anna, was machst du normalerweise auf dem Heimweg von der Arbeit? Auf dem Heimweg schaue ich oft im Laden vorbei, um frische Lebensmittel für das Abendessen abzuholen. Das ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie frische Zutaten für Ihre Mahlzeiten haben. Ja, damit kann ich ein gesundes und köstliches Abendessen zubereiten. Haben Sie Lieblingsartikel, die Sie gerne im Geschäft abholen möchten? Ich esse gerne eine Vielzahl von Gemüse, Obst und mageren Proteinen. Das klingt nach einer ausgewogenen und nahrhaften Mahlzeit. Es hilft mir, mich gesund zu ernähren und gerne zu Hause zu kochen.
Irgendwelche Tipps für effizientes Einkaufen im Geschäft? Normalerweise mache ich vorher eine Einkaufsliste und halte mich daran. Das ist ein guter Weg, um konzentriert zu bleiben und Impulskäufe zu vermeiden. Ja, das hilft mir, Zeit und Geld zu sparen. Nun, es hört sich so an, als ob du eine gute Routine für Lebensmitteleinkäufe hast. Danke, John. Es funktioniert gut für mich. Du bist willkommen, Anna. Genießen Sie Ihre frischen Zutaten und genießen Sie ein köstliches Abendessen. Danke, John. Du auch. Pass auf dich auf. Lektion 12. Was machst du normalerweise, um dich vor dem Schlafengehen zu entspannen? Hallo Anna, was machst du normalerweise, um dich vor dem Schlafengehen zu entspannen? Ich werde mich entspannen, bevor ich um 10 Uhr ins Bett gehe. Das ist eine gute Angewohnheit. Wie entspannst du dich? Ich lese gerne ein Buch oder höre beruhigende Musik. Das klingt nach einer entspannenden Art, sich auf den Schlaf vorzubereiten. Ja, es hilft mir, meinen Geist zu klären und meinen Körper zu entspannen. Haben Sie noch andere Aktivitäten, die Ihnen helfen, sich zu entspannen? Manchmal nehme ich ein warmes Bad oder dehne mich sanft. Dies sind großartige Möglichkeiten, um die Entspannung zu fördern und sich auf den Schlaf vorzubereiten. Absolut, sie helfen mir, in einen erholsamen Zustand überzugehen. Irgendwelche Tipps für einen erholsamen Schlaf? Es kann helfen, eine angenehme Schlafumgebung zu schaffen und sich an eine Schlafenszeitroutine zu halten. Das ist ein guter Ansatz, um gesunde Schlafgewohnheiten zu etablieren. Ja, es fördert eine bessere Schlafqualität und ein besseres allgemeines Wohlbefinden. Nun, es hört sich so an, als ob Sie eine gute Routine haben, um abzuschalten und gut zu schlafen. Danke, John. Es funktioniert gut für mich. Du bist willkommen, Anna. Habt eine erholsame Nacht und süße Träume. Danke, John. Du auch. Pass auf dich auf. Lektion 13. Ich wollte Sie heute Abend zu einem Überraschungsessen einladen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, Sie heute Abend zu einem Überraschungsessen mitzunehmen. Das klingt nach einer schönen Idee. Aber ich mache mir Sorgen, dass sie vielleicht schon Pläne hat. Vielleicht kannst du sie subtil fragen, ob sie heute Abend verfügbar ist. Ich möchte die Überraschung nicht ruinieren, wenn sie Pläne hat. Du kannst versuchen, sie zu fragen, ohne die Überraschung zu verraten. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde einen Weg finden, sie beiläufig zu fragen. Es ist wichtig, ihren Zeitplan zu berücksichtigen, bevor sie die Überraschung planen. Ja, ich möchte sicher gehen, dass es für uns beide ein besonderer Abend wird. Ich bin sicher, sie wird die Mühe zu schätzen wissen, die sie investiert haben. Ich hoffe es. Ich möchte, dass es für uns beide ein unvergesslicher Abend wird. Kommunizieren Sie einfach mit ihr und sehen Sie, ob der heutige Abend für Sie funktioniert. Du hast recht. Ich werde mit ihr sprechen und die beste Zeit für unser Überraschungsessen herausfinden. Viel Glück, John. Ich hoffe, alles klappt gut. Danke, Anna. Ich schätze deinen Rat. Du bist willkommen, John. Genießt euer gemeinsames Überraschungsessen. Danke, Anna. Pass auf dich auf. Lektion 14. Wie wäre es, wenn wir zusammen Pizza bestellen und einen Film schauen? Hallo Anna, wie wäre es, wenn wir zusammen Pizza bestellen und einen Film schauen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Was für eine Pizza hättest du gern?
Ich habe Lust auf klassische Pepperoni-Pizza. Perfekt, dann bestelle ich eine große Pepperoni-Pizza. Danke, John. Das ist mein Favorit. Irgendwelche Filmpräferenzen? Wie wäre es mit einer Komödie oder einem Actionfilm? Hört sich gut an. Wählen wir eine lustige Komödie, um die Stimmung aufzuhellen. Ich werde die Optionen durchstöbern und eine gute finden. Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie mich wissen, wenn Sie sich entschieden haben. In Ordnung, ich suche den perfekten Film für unseren Pizzaabend. Ich freue mich darauf. Es wird Spaß machen. Ich auch, John. Es wird ein entspannter und unterhaltsamer Abend. Pizza und ein Filmabend mit dir sind immer das Beste. Danke, John. Du machst es zu etwas Besonderem. Es ist mir eine Freude. Lass uns eine tolle Zeit zusammen haben. Absolut. Lass uns reingehen und den Film genießen. Klingt nach einem Plan. Pizza und Lachen, wir kommen. In der Tat. Machen wir einen unvergesslichen Abend daraus. In Ordnung, lassen Sie uns alles vorbereiten. Pizza und Filmabend, los geht's. Ich kann es kaum erwarten. Lass uns einen großartigen Abend daraus machen, John. Definitiv, Anna. Genieß den Abend und pass auf dich auf. Du auch, John. Habt eine fantastische Zeit. Lektion 15: Hilfe bei einigen Hausarbeiten. Hallo Anna, du hast erwähnt, dass du möchtest, dass ich heute bei einigen Hausarbeiten helfe? Ja, John. Es wäre toll, wenn Sie mit anpacken könnten. Natürlich helfe ich gerne weiter. Was muss getan werden? Wir müssen das Badezimmer reinigen und die Böden absaugen. In Ordnung, ich kümmere mich um die Reinigung des Badezimmers. Danke, John. Ich kümmere mich um das Staubsaugen. Lassen Sie uns zusammenarbeiten und es effizient erledigen. Einverstanden, Teamwork wird es einfacher und schneller machen. Sollen wir zuerst mit der Toilette beginnen? Ja, lassen Sie uns zuerst die Badezimmerreinigung in Angriff nehmen. Haben wir alle Reinigungsmittel, die wir benötigen? Ja, sie sind unter der Spüle. Schnapp dir, was du brauchst. In Ordnung, ich sammle die Reinigungsmittel und fange an. Ich schnappe mir den Staubsauger und fange an zu saugen. Achten wir darauf, jede Ecke und Oberfläche zu reinigen. Liebe zum Detail ist wichtig für eine gründliche Reinigung. Ich schrubbe die Toilette, wische das Waschbecken ab und putze die Dusche. Ich sauge die Böden ab und sorge dafür, dass sie makellos sind. Wir sind ein gutes Team, Anna. Wir können das schaffen. Absolut, John. Zusammen kommen wir mit allem klar. Sobald wir fertig sind, können wir uns entspannen und unser sauberes Zuhause genießen. Es wird schön sein, sich in einer aufgeräumten Umgebung zu entspannen. Machen wir uns an die Arbeit und bringen wir das Haus zum Leuchten. Auf die Plätze, fertig, los. Lass uns das machen, John. In Ordnung, Anna. Lass uns das Haus zum Funkeln bringen. Viel Glück, John. Lass uns diese Aufgaben erledigen. Danke, Anna. Ich wünsche dir auch viel Glück. Lasst uns unser Bestes geben. Lass es uns tun. Lektion 16: Planen Sie
den ganzen Tag Videospiele zu spielen. Hallo Anna, ich hatte vor, den ganzen Tag Videospiele zu spielen. Das klingt nach einer lustigen Idee. Welche Spiele möchtest du spielen? Ich habe ein paar Spiele im Sinn, wie Renn- und Abenteuerspiele. Möchtest du zusammen oder alleine spielen? Es wäre toll, wenn wir zusammen spielen könnten. Klar, ich habe Lust auf ein bisschen Spielen. Machen wir daraus einen Gaming-Marathon. Fantastisch. Wir können uns abwechseln und verschiedene Spiele ausprobieren. Haben wir Snacks und Getränke für unsere Spielsitzung? Ich hole mir ein paar Snacks und Getränke, bevor wir anfangen. Perfekt, es ist wichtig, genügend Energie und Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Lassen Sie uns die Spielekonsole einrichten und uns auf das Spielen vorbereiten. Ich schnappe mir die Controller und richte den Spielbereich ein. Sollen wir mit einem Rennspiel beginnen? Hört sich gut an. Lass uns ein Rennen fahren und sehen, wer der bessere Fahrer ist. Herausforderung angenommen. Mach dich bereit, meinen Staub zu essen. Das werden wir noch sehen. Ich werde dir eine harte Konkurrenz bieten. Lasst uns Spaß haben und unseren gemeinsamen Spieletag genießen. Absolut, es geht nur darum, eine gute Zeit zu haben. Ich freue mich, dass du mit mir einen Spieletag verbringst. Kein Problem, John. Es macht immer Spaß, mit dir Spiele zu spielen. Lasst uns heute ein paar unvergessliche Gaming-Erinnerungen schaffen. Ich bin bereit dafür. Lasst uns aufsteigen und diese Spiele erobern. In Ordnung, Anna. Spiel geht weiter. Das Spiel geht weiter, John. Lass uns das machen. Viel Glück, Anna. Lass die Spiele beginnen. Danke, John. Möge der beste Spieler gewinnen. Lektion 17. Soll ich den Abwasch machen oder Staubsaugen? Hallo Anna, soll ich den Abwasch machen oder Staubsaugen? Wie wäre es, wenn du den Abwasch machst und ich das Staubsaugen übernehme? Klingt nach einem Plan. Dann fange ich mit dem Geschirr an. Danke, John. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Kein Problem, Anna. Ich freue mich, meinen Beitrag leisten zu können. Achten wir darauf, das Geschirr gründlich zu spülen. Auf jeden Fall wollen wir, dass sie blitzsauber sind. Ich schnappe mir den Staubsauger und fange an. Toll, die Böden werden in kürzester Zeit makellos sein. Wir sind ein gutes Team, wenn es um Hausarbeiten geht. Das stimmt, wir arbeiten gut zusammen. Es ist wichtig, dass unser Zuhause sauber und aufgeräumt bleibt. Ich stimme zu, ein sauberes Haus fühlt sich wohler an. Machen wir uns an die Arbeit und erledigen wir die Aufgaben effizient. Lass es uns tun. Wir werden im Handumdrehen alles glitzern lassen. Ich freue mich, dass wir uns aufeinander verlassen können, wenn es um Hilfe geht. Ich auch, Anna. Zusammen können wir alles erreichen. Sobald wir fertig sind, können wir uns entspannen und unseren sauberen Raum genießen. Das ist der beste Teil. Ein sauberes Zuhause ist so erfrischend. In Ordnung, lass uns anfangen und es zum Glänzen bringen. Auf die Plätze, fertig, los. Lass uns diese Aufgaben in Angriff nehmen. Viel Glück, John. Lass uns das Geschirr und die Böden fertig machen. Danke, Anna. Ich wünsche dir auch viel Glück. Lasst uns unser Bestes geben.
Lass es uns tun. Lektion 18. Sollen wir den Müll rausbringen und das Badezimmer putzen? Hallo Anna, sollen wir den Müll rausbringen und das Badezimmer putzen? Ja, lassen Sie uns diese Aufgaben heute angehen. Ich kümmere mich darum, den Müll rauszubringen. Danke, John. Ich kümmere mich um die Reinigung des Badezimmers. Achten Sie darauf, den Müllsack fest zuzubinden. Das werde ich. Wir wollen keine Verschüttungen oder Unordnung. Ich nehme den Mülleimer und gehe nach draußen. Vergessen Sie nicht, die Tasche durch eine neue zu ersetzen. Das werde ich nicht. Ich werde dafür sorgen, dass alles sauber und ordentlich ist. Ich sammle die Reinigungsmittel für das Badezimmer. Reinigen Sie das Waschbecken, die Toilette und die Dusche gründlich. Ich schrubbe jede Ecke und lasse sie glänzen. Wir sind ein gutes Team, Anna. Wir können das effizient machen. Absolut, John. Zusammen können wir jede Aufgabe bewältigen. Sobald wir fertig sind, werden wir ein frisches und sauberes Zuhause haben. Es wird sich so gut anfühlen, alles in Ordnung zu haben. Machen wir uns an die Arbeit und erledigen wir diese Aufgaben schnell. Auf die Plätze, fertig, los. Machen wir unser Zuhause makellos. Viel Glück, Anna. Holen wir den Müll raus und das Badezimmer sauber. Danke, John. Ich wünsche dir auch viel Glück. Lasst uns unser Bestes geben. Lass uns gehen. Lektion 19. Bitte stell es zurück ins Regal. Anna, du hast einen Teller fallen lassen. Bitte stell es wieder ins Regal. Es tut mir leid, John. Nächstes Mal werde ich vorsichtiger sein. Unfälle passieren, seien Sie nur vorsichtiger. Ich werde dafür sorgen, dass ich vorsichtig damit umgehe. Es ist wichtig, unnötigen Bruch zu vermeiden. Ich verstehe, John. Ich werde achtsamer sein. Danke, Anna. Lass uns weitere Unfälle verhindern. Ich werde ab jetzt besonders aufpassen. Das ist großartig, wir können zukünftige Pannen vermeiden. Ich schätze dein Verständnis, John. Wir alle machen Fehler, lernen Sie einfach aus ihnen. Absolut. Ich nehme es als Lektion. Lassen Sie uns weitermachen und in Zukunft vorsichtiger sein. Einverstanden. Ab jetzt keine Unfälle mehr. Ich vertraue dir, Anna. Ich weiß, dass du es besser machen wirst. Danke für dein Vertrauen in mich, John. Du bist willkommen. Verwahren wir unser Hab und Gut. Definitiv, John. Lassen Sie uns gemeinsam vorsichtiger sein. Lektion 20. Ich finde, du bist eine tolle Hausfrau. Anna, ich finde, du bist eine tolle Hausfrau. Wirklich? Danke, John. Du verwaltest den Haushalt so gut. Ich versuche mein Bestes, um die Dinge in Ordnung zu halten. Du kannst hervorragend putzen und organisieren. Es ist wichtig, eine angenehme Umgebung zu schaffen. Du bist auch ein fantastischer Koch. Ich bereite gerne leckere Mahlzeiten für uns zu. Du kümmerst dich mit so viel Liebe um alle. Ich möchte sicherstellen, dass sich jeder umsorgt fühlt. Wir haben Glück, dich in unserem Leben zu haben. Ich bin dankbar, Teil dieser Familie zu sein.
Ihr Engagement und Ihre harte Arbeit bleiben nicht unbemerkt. Danke, John. Ihre Unterstützung bedeutet mir viel. Du bist wirklich eine tolle Hausfrau. Ich schätze deine freundlichen Worte, John. Lektion 21. Ich mache den Salat. Ich mache den Salat. Großartig. Ich bereite das Knoblauchbrot zu. Brauchst du dabei Hilfe? Nein, es ist ganz einfach. In Ordnung, lass es mich einfach wissen, wenn du etwas brauchst. Wird reichen. Danke, John. Du bist willkommen, Anna. Viel Spaß beim Backen des Knoblauchbrotes. Das werde ich, John. Der Salat wird auch köstlich sein. Ich hoffe es. Wir sind ein großartiges Team in der Küche. Definitiv. Wir haben immer Spaß beim gemeinsamen Kochen. Das ist wahr. Kochen bringt uns näher. Es ist eine wunderbare Art, sich zu verbinden. Einverstanden. Dann lass uns anfangen. Ja, lass uns zusammen ein köstliches Essen zubereiten. Ich mache den Salat. Großartig. Ich bereite das Knoblauchbrot zu. Benötigen Sie spezielle Zutaten für den Salat? Nur ein bisschen Salat, Tomaten und Gurken reichen aus. Okay, ich hole die aus dem Kühlschrank. Danke, John. Wie wär's mit dem Dressing? Wir haben italienisches Dressing in der Speisekammer. Perfekt. Das ist mein Favorit. Freut mich, dass es dir gefällt. Kann ich sonst noch etwas tun? Könnten Sie bitte das Gemüse waschen und hacken? Kleines Ding. Ich kümmere mich darum. Danke, John. Du bist eine große Hilfe. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Wir sind ein gutes Team. Definitiv. Es macht mehr Spaß, zusammen zu kochen. Ich stimme zu. Außerdem schmeckt das Essen auch besser. Absolut. Hausgemachte Mahlzeiten sind die besten. Ich kann mir schon vorstellen, wie lecker unser Abendessen sein wird. Ich auch. Ich werde schon hungrig, wenn ich nur daran denke. Nun, lassen wir unseren Magen nicht länger warten. Einverstanden. Lass uns kochen und unser Essen zusammen genießen. Lektion 22. Lass uns zum Supermarkt gehen. Anna, lass uns zum Supermarkt gehen. Klar, wir müssen alles besorgen, was wir brauchen. Haben wir eine Einkaufsliste? Noch nicht, aber wir können schnell einen machen. Toll, ich nehme Stift und Papier. Wir brauchen Obst, Gemüse und etwas Fleisch. Sollen wir auch Milchprodukte kaufen? Ja, Milch, Käse und Joghurt wären gut. Irgendeine bestimmte Marke oder ein bestimmter Typ? Nur die üblichen, die wir kaufen. In Ordnung, steht noch etwas auf der Liste? Vielleicht auch etwas Brot und Eier. Okay, wir sind fast fertig mit der Liste. Vergessen Sie nicht die Snacks und Getränke. Richtig, Chips, Limonade und Wasser. Perfekt, unsere Liste ist vollständig.
Schnappen wir uns unsere Brieftaschen und machen wir uns auf den Weg. Bereit zu gehen. Holen wir uns alles, was wir brauchen. Und vielleicht auch ein paar Leckereien für uns selbst. Natürlich eine kleine Belohnung für unseren Einkaufsbummel. Machen wir einen unterhaltsamen und produktiven Ausflug daraus. Absolut. Auf zum Supermarkt gehen wir. Lektion 23. Es fiel uns schwer, das richtige Obst und Gemüse auszuwählen. Anna, es fiel uns schwer, das richtige Obst und Gemüse auszuwählen. Ja, es war schwierig, die Reifen zu finden. Ich denke, wir sollten nach solchen suchen, die fest, aber nicht zu hart sind. Das ist ein gutes Argument. Beerenfrüchte können überreif sein. Und Gemüse sollte eine lebendige Farbe haben und frei von Schönheitsfehlern sein. Auf jeden Fall wollen wir, dass sie frisch und nahrhaft sind. Es hat einige Zeit gedauert, aber ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet, sie auszuwählen. Ich stimme zu. Unsere Bemühungen werden sich in den köstlichen Mahlzeiten auszahlen, die wir zubereiten Der werden. zusätzliche Aufwand für hochwertige Zutaten lohnt sich. Absolut. Es ist wichtig, Frische und Geschmack zu priorisieren. Stellen wir sicher, dass wir sie auch zu Hause ordnungsgemäß lagern und handhaben. Ja, wir sollten sie unter den richtigen Bedingungen halten, um ihre Frische zu bewahren. Ich bin froh, dass wir den Prozess gemeinsam durchlaufen haben. Ich auch. Wir sind ein großartiges Team, auch in herausfordernden Situationen. Das ist wahr. Unsere Entschlossenheit und Teamarbeit kommen immer zum Tragen. Lassen Sie uns die Früchte unserer Arbeit genießen und fantastische Gerichte kreieren. Ich kann es kaum erwarten. Mit dir zu kochen ist immer ein Abenteuer. Ebenso, John. Lass uns kulinarische Magie kreieren. Lassen Sie uns in der Tat anfangen und etwas Leckeres machen. Lektion 24. Wir können einfach versuchen, uns daran zu erinnern, was wir brauchen. Anna, wir können einfach versuchen, uns daran zu erinnern, was wir brauchen. Okay, mal sehen, ob wir uns an alles erinnern können. Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte, Brot, Eier, Snacks und Getränke. Richtig, wir haben alles. Gehen wir zur Kasse. Hoffentlich vergessen wir nichts. Ich behalte die Artikel im Einkaufswagen im Auge. Großartig, lassen Sie uns unseren Einkauf reibungslos beenden. Wir haben es geschafft, unseren Einkauf ohne weitere Pannen zu beenden. Das ist eine Erleichterung. Machen wir uns jetzt auf den Heimweg. Ich kann es kaum erwarten, die Einkäufe auszuladen und mich zu entspannen. Es war ein ziemlich produktiver Tag. Auf jeden Fall haben wir viel erreicht. Danke, dass du so ein großartiger Einkaufspartner bist, Anna. Danke auch, John. Lass uns nach Hause gehen und den Rest des Tages genießen. Einverstanden. Es ist Zeit, sich zu entspannen und unsere Einkäufe zu genießen. Lass uns mit den Zutaten, die wir haben, ein paar leckere Mahlzeiten zubereiten. Klingt nach einem Plan. Machen wir das Beste aus unseren Einkäufen. Absolut. Home sweet home, wir kommen. Lass uns gehen. Heimwärts. Lektion 25. Ich bin vielleicht nicht der Beste im Einkaufen. Anna, ich bin vielleicht nicht die Beste im Einkaufen. Das ist okay, John. Wir haben alle unsere Stärken. Ich bin einfach dankbar, dich an meiner Seite zu haben.
Oh, danke. Ich helfe gerne. Du bist organisiert und machst die Dinge einfacher. Und Sie sind unterstützend und in guter Gesellschaft. Zusammen bilden wir ein perfektes Team. Das ist richtig. Wir ergänzen uns gut. Ich schätze Ihre Geduld und Anleitung. Es ist mir ein Vergnügen, John. Wir machen das zusammen durch. Ich könnte mir keinen besseren Einkaufspartner wünschen. Es ist sehr nett von Ihnen, das zu sagen. Lassen Sie uns die Herausforderungen weiterhin gemeinsam angehen. Absolut, John. Wir können mit allem umgehen, was uns in den Weg kommt. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich glücklich und zuversichtlich. Und mir geht es genauso, John. Wir sind ein großartiges Team. Unterstützen und ermutigen wir uns weiterhin gegenseitig. Definitiv. Zusammen können wir alles erreichen. Danke, Anna. Ich bin dankbar für deine Anwesenheit in meinem Leben. Danke auch, John. Mir geht es genauso. Lektion 26. Achte auf das kochende Wasser. Anna, pass auf das kochende Wasser auf. Oh nein, danke, dass du mich gewarnt hast. Sicherheit steht in der Küche immer an erster Stelle. Ich hätte es fast auf mich selbst verschüttet. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten. Ich werde darauf achten, vorsichtiger zu sein. Unfälle können passieren, aber wir sollten sie verhindern. Du hast recht, wir sollten der Sicherheit Priorität einräumen. Verwenden wir beim nächsten Mal Ofenhandschuhe oder Topflappen. Gute Idee, das schützt unsere Hände. Und denken Sie daran, einen Sicherheitsabstand zum Ofen einzuhalten. Ich werde das im Hinterkopf behalten, danke für die Erinnerung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Absolut, wir sollten immer wachsam sein. Kochen macht Spaß, aber wir müssen wachsam bleiben. Einverstanden, die Sicherheit sollte niemals beeinträchtigt werden. Jetzt, wo wir uns dessen bewusst sind, kochen wir weiter. Ja, lassen Sie uns vorsichtig vorgehen und unsere Mahlzeit beenden. Und denken Sie daran, Teamwork schützt uns. Auf jeden Fall können wir gemeinsam Unfälle verhindern. Großartig, lass uns weiter kochen und auf Nummer sicher gehen. Absolut, lassen Sie uns beenden, was wir angefangen haben. Lektion 27. Warum haben wir ein Handtuch griffbereit? Anna, warum haben wir ein Handtuch griffbereit? Wir brauchen es, um verschüttete Flüssigkeiten oder Verschmutzungen zu beseitigen. Ah, das ergibt Sinn. Das ist eine kluge Idee. Es hilft, die Küche sauber und sicher zu halten. Absolut, ein Handtuch ist ein nützliches Werkzeug. Es ist wichtig, dass verschüttete Flüssigkeiten umgehend behoben werden. Auf diese Weise verhindern wir Unfälle oder Ausrutscher. Außerdem ist es hygienischer, einen sauberen Arbeitsplatz zu haben. Stimmt, Sauberkeit ist in der Küche unerlässlich. Halten wir immer ein Handtuch griffbereit. Gute Idee, wir sollten es uns zur Gewohnheit machen. Es ist ein kleiner Schritt, der einen großen Unterschied machen kann. Absolut, ein Handtuch kann uns Zeit und Mühe sparen. Und es sorgt für Ordnung in unserer Kochumgebung. Ich bin froh, dass wir ein Handtuch zur Hand haben. Ich auch, es ist eine einfache, aber praktische Lösung.
Lasst uns weiterkochen, wissend, dass wir bereit sind. Lassen Sie uns auf jeden Fall alle verschütteten Flüssigkeiten mit unserem bewährten Handtuch bekämpfen. Weiter zu einem sauberen und leckeren Essen. Das ist der Geist, John. Lass uns kochen. Lektion 28. Ich habe ein paar Blumen für dich. Anna, ich habe ein paar Blumen für dich. Oh, wie nett von dir, John. Ich dachte, sie würden dir den Tag versüßen. Das ist so süß. Danke. Du verdienst etwas Besonderes. Du weißt immer, wie du mich zum Lächeln bringen kannst. Freut mich, dass du sie magst. Sie sind wunderschön. Ich weiß die Geste zu schätzen. Es ist nur ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung. Nun, es bedeutet mir sehr viel. Du verdienst alles Glück der Welt. Danke, John. Du bist unglaublich. Du bist willkommen, Anna. Du verdienst das Beste. Ich habe Glück, dich in meinem Leben zu haben. Und ich habe auch Glück, dich zu haben, Anna. Diese Blumen haben meinen Tag schöner gemacht. Darauf hatte ich gehofft. Mission erfüllt. Nochmals vielen Dank, John. Du bist der Beste. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Alles für dich. Lektion 29. Wissen Sie, wo die nächste U-Bahn-Station ist? Anna, weißt du, wo die nächste U-Bahn-Station ist? Ja, der nächste Bahnhof ist nur ein paar Blocks entfernt. Das ist praktisch. Wie lange dauert es, dorthin zu laufen? Zu Fuß sollten wir etwa 10 Minuten brauchen. Perfekt, wir können Zeit sparen, indem wir die U-Bahn nehmen. Definitiv ist es schneller als in diesem Verkehr zu fahren. Ist die Station leicht zu finden? Ja, es ist gut markiert und es gibt Schilder auf dem Weg. Toll, dann werden wir uns nicht verirren. Keine Sorge, ich kenne die Route gut. Sollen wir Tickets kaufen, bevor wir dort ankommen? Wir können sie am Bahnhof kaufen. Es ist bequemer. Wie hoch ist der Fahrpreis? Das sind 2,50 $ pro Fahrt. Das ist vernünftig. Stellen wir sicher, dass wir Bargeld oder eine Karte haben. Gute Idee, wir wollen keine Überraschungen. Ich freue mich auf die Fahrt mit der U-Bahn. Ich auch, es ist eine bequeme Art, sich in der Stadt fortzubewegen. Danke, dass du uns geführt hast, Anna. Du bist willkommen, John. Gehen wir jetzt zum Bahnhof. Los geht's. Lektion 30. Wie können wir dorthin gelangen? Anna, wie können wir da hinkommen? Sie können dorthin gelangen, indem Sie an der Ampel rechts abbiegen. Oh, ich verstehe. Also müssen wir einfach der Straße folgen? Ja, fahren Sie weiter geradeaus, bis Sie die Ampel erreichen. Und dann biegen wir rechts ab, oder? Ja, biegen Sie an der Ampel rechts ab und es wird zu Ihrer Linken sein. Ist es ein großes Gebäude oder leicht zu erkennen? Es ist ein großes Gebäude mit einem Schild, also sollte es leicht zu erkennen sein. Das klingt einfach. Danke für die Anleitung.
Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihren Weg zu finden. Ich freue mich, dass du hier bist, um zu navigieren. Ich war schon einmal dort, also kenne ich den Weg. Das ist beruhigend. Lass uns deinen Anweisungen folgen. Bleib einfach konzentriert und achte auf die Ampeln. Wird reichen. Bereit zu gehen? Absolut, lasst uns in die richtige Richtung gehen. Weiter zu unserem Ziel. Lass uns gehen, John.